Schönen guten Tag, liebe Freunde. Danke, dass ihr wieder dabei seid. Ich grüße euch ganz herzlich aus dem weiten Sibirien. In diesem Video möchte ich euch einige Nachrichten aus Russland gerne vorstellen. Danke für das Einschalten. Ich hoffe, ihr interessiert euch tatsächlich für das Alltagsleben in Russland. Unser Land ist riesengroß und jede Woche passieren bei uns irgendwelche Ereignisse. Auf jeden Fall, bleibt bitte dran. Los geht's! Elternurlaub für Väter. In Russland befinden sich derzeit rund 40.000 Väter im Elternurlaub. Das berichtete Svetlana Bessarab, Mitglied des Duma-Ausschusses für Arbeit, Sozialpolitik und Veteranenangelegenheiten. Sie erklärte, dass sich viele Männer hierzulande noch nicht so leicht entscheiden, diese Verantwortung zu übernehmen. Gleichzeitig gibt es Situationen, in denen ein solcher Schritt für die Familie sehr sinnvoll ist. Etwa dann, wenn die Mutter ein höheres Gehalt hat oder kurz vor einer Beförderung steht. In solchen Fällen wirkt es aus ihrer Sicht vollkommen harmonisch, wenn der Vater einspringt. Zuvor hatte der Vorsitzende der Partei Gerechtes Russland, Sergei Mironow, vorgeschlagen, Frauen einen Mutterschaftsurlaub unabhängig vom Stadium der Schwangerschaft zu ermöglichen. Außerdem betonte er, dass Leistungen für Schwangerschaft und Geburt nicht nur berufstätigen, sondern auch nicht arbeitenden Frauen zustehen sollten. Aktuell gelten folgende Regeln. Bei einer Einlingsschwangerschaft kann die Frau 70 Tage vor dem errechneten Geburtstermin in Mutterschaftsurlaub gehen und bleibt 70 Tage danach zu Hause. Bei einer Mehrlingsschwangerschaft verlängert sich der Zeitraum auf 84 Tage vor und 110 Tage nach der Geburt. Kommt es bei der Geburt zu Komplikationen, beträgt der Urlaub 70 Tage vor und 86 Tage nach der Entbindung. Strafen für Sabotage. Die Staatsduma hat in erster Lesung einen Gesetzentwurf verabschiedet, der die Strafen für die Anstiftung von Minderjährigen zu Sabotagehandlungen verschärft. Dies teilte der Sprecher des russischen Unterhauses Vyacheslav Volodin in seinem Telegram-Kanal mit. Er betonte, dass die Abgeordneten die Initiative einstimmig unterstützten. Nach Angaben von FSB-Analysten sinkt das Durchschnittsalter der Personen, die in terroristische Aktivitäten hineingezogen werden, deutlich. Im Jahr 2022 lag es bei 38 Jahren, 2023 bereits bei 28 Jahren. Laut Volodin richten Rekrutierer ihre Aktivitäten zunehmend auf Jugendliche und Studierende aus. Dafür nutzen sie vor allem soziale Netzwerke und die Kommunikation in Computerspielen. Umso wichtiger sei es, die Bürger, insbesondere Kinder und Jugendliche, vor unüberlegten Handlungen zu schützen. Zuvor war bekannt geworden, dass ein separater Gesetzentwurf in die Duma eingebracht wurde, der das Alter der strafrechtlichen Verantwortlichkeit für Sabotage auf 14 Jahre senken soll. Das Dokument sieht außerdem Änderungen mehrerer Gesetze vor, um die Strafen für solche Handlungen zu verschärfen. Der Abgeordnete Wassili Piskarev betonte, dass der Entwurf darauf abzielt, Jugendliche vor der Rekrutierung in destruktive Netzwerke zu schützen. Die Absenkung des Alters der Verantwortlichkeit habe, so der Parlamentarier, eine wichtige präventive Wirkung. Migrantenkinder. Kinder von Migranten und Flüchtlingen sollten unterschiedlich auf ihre Russischkenntnisse getestet werden. Das erklärte Pavel Savchuk, Leiter der Kommission der russischen Gesellschaftskammer für Freiwilligenarbeit und Jugendpolitik, während einer Sitzung auf dem Forum Gemeinschaft. Er erläuterte, dass Migrantenkinder gemeinsam mit ihren Eltern die Möglichkeit haben, sich auf die Ankunft in Russland vorzubereiten. Flüchtlingsfamilien hingegen verfügen nicht über solche Voraussetzungen, weshalb die Testpraxis diese Unterschiede berücksichtigen müsse.
Savchuk betonte, dass das System so gestaltet werden sollte, dass die Zahl der Kinder, die aus verschiedenen Gründen keine Schule besuchen, nicht wächst. Am 28. Oktober wurde ein Gesetzentwurf in die Staatsduma eingebracht, der vorsieht, einige Migrantenkinder vom Russischtest zu befreien. Die Autoren des Dokuments weisen darauf hin, dass ein verpflichtender Test für diejenigen, deren einzige Muttersprache ohnehin Russisch ist, keinen praktischen Nutzen hat. Verbot von Abtreibungen. In der Republik Altai wurde ein Verbot eingeführt, schwangere Frauen zu einem Schwangerschaftsabbruch zu drängen. Dies teilte der Pressedienst des regionalen Parlaments mit. Unter das Verbot fallen Überredungsversuche, Bitten, Angebote, Bestechung, Täuschung, Überzeugungsversuche, Forderungen sowie jede andere Form der Einflussnahme auf Frauen. Welche Sanktionen konkret vorgesehen sind, wurde nicht angegeben. Wahrscheinlich handelt es sich um eine verwaltungsrechtliche Maßnahme, da das Strafrecht laut Verfassung ausschließlich in die Zuständigkeit der Russischen Föderation fällt. Somit kann nur die Staatsduma eine Handlung als Straftat einstufen und entsprechende strafrechtliche Konsequenzen festlegen. Am 27. Oktober trat zudem ein ähnliches Gesetz im Gebiet Kemerowo in Kraft. Die Republik Altai und der Kusbas wurden damit zum 26. und 27. russischen Region, die solche Einschränkungen im Bereich Schwangerschaftsabbrüche eingeführt haben. Also, liebe Freunde, danke für das Zuhören. Ich hoffe, dieses Video hat euch gut gefallen. Bitte meinen Kanal abonnieren, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. In meinen Videos erzähle ich über das Leben in Russland, einschließlich in der Stadt Irkutsk, wo ich mich momentan aufhalte. Danke euch für das Mitmachen. Ich wünsche euch alles Gute im Alltag und wir sehen uns bald in meinen neuen Videos wieder. Bis die Tage. Tschüss.